Hallo, mein Name ist Silke. Mein Mann hatte das Medbed schon ausprobiert und hatte dabei tiefe Meditationserfahrungen gemacht. Und als ich letzte Woche krank wurde, hat er gesagt, du musst unbedingt das Medbed ausprobieren. Naja, ich habe mich da so ein bisschen geziert, weil ich gedacht habe, musst erst das Foto hochladen und alles und dich durch ein paar Videos quälen. Aber ich habe es dann doch getan, weil es mir wirklich nicht gut ging. Ich hatte eine richtig, richtig schlimme Erkältung. Die gingen mit Halsschmerzen, Ohrenschmerzen los, Schluckbeschwerden. Ich hatte Probleme bei der Atmung und habe gehustet und geschnauft, habe mich zermattet gefühlt und war auch so antriebslos. Dann kamen dann ähm, ja, diese Hitzewallungen dazu, die man hat, wenn der Kreislauf einfach überanstrengend ist. Auf jeden Fall ging es mir wirklich ganz, ganz schlecht. Und da ich auch noch mit meiner Lunge sowieso Probleme habe, dachte ich mir, das sieht jetzt gar nicht so gut aus, und habe dann in höchster Not das Medbed angeschalten. Ich habe mich also dann abends ins Medbed gelegt, und ich wusste ja von meinem Mann, dass es im Moment dauert, er sich dann das Feld aufbaut. Und ich muss dazu sagen, dass ich sehr hellfühlig bin und auch seit meiner Kindheit die Aura sehe. Ich bin Synergetikerin, und das war total spannend für mich, was ich erlebt habe. Ich habe das Medbed angeschalten, bin dann nachher noch ins Bad, und als ich 10 Minuten später wieder ins Schlafzimmer kam, spürte ich bereits, dass die Energie sich deutlich verändert hatte. Ich nahm auch ein Feld um meinen Teil vom Ehebett herum wahr. Das war nicht rund, das war wie so eine Kapsel und oben abgeflacht, und vor allem auch dieses Feld ging noch 80 Zentimeter in das Bett meines Mannes mit hinein, und ich legte mich dann hinein und erwartete jetzt, dass irgendetwas passierte. Und so nach 5 Minuten fingen meine Nervenenden im Körper zu vibrieren an. Es hat sich wie ein Summen angehört. Das hörte relativ schnell auf, aber mir war klar, okay, mein Nervensystem, mein vegetatives Nervensystem hat jetzt schon auf das Feld reagiert. Und ich muss sagen, ich bin immer ziemlich schnell eingeschlafen, dann, weil es mir wirklich nicht gut ging. Und ich bin um 10 dann ins Bett gegangen, um 5 bin ich wach geworden. Da war wahrscheinlich die Wirkung schon fast vorbei, und äh, war sehr, war sehr ausgeruht, bin nochmal eingeschlafen, stand dann um 9 auf und war ganz begeistert, weil ich mich nicht mehr so zermattet gefühlt habe. Diese Antriebslosigkeit war weg. Vom Kreislauf ging es mir sehr viel besser. Ich habe weniger husten müssen und vor allem viel, viel weniger schnauben müssen. Meine Nase war fast frei. Ich war ein ganz glücklicher Mensch, und ja, war dann also ziemlich enttäuscht, als ich 2 Stunden später feststellen musste, meine Symptome kommen wieder. Ja, die sind wieder gekommen, allerdings in abgeschwächter Form. Die sind nicht mehr so stark gewesen wie vorher. Ich bin dann, ja, traurigerweise, ich hatte jetzt nun kein Medbett mehr, bin ich dann abends ins Bett gegangen. Und was soll ich sagen, als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, fühlte ich mich viel, viel schlechter, und ich war viel, viel schlechter zurecht als an dem Tag, nachdem ich das Medbed ausprobiert hatte. Das heißt, das Medbed hat mir einen etwas gesünderen Tag während der Krankheit geschenkt. Allerdings, weil ich es nicht fortgeführt habe, haben mich dann meine Symptome wieder fast vollkommen eingeholt gehabt. Bis auf den Schnupfen, der blieb besser, und die Antriebslosigkeit war verschwunden. Und jetzt habe ich allerdings auch den Vergleich zu meinem Sohn, der mich angesteckt hatte und schon 2 Tage vorher vor mir krank war. Und wenn ich unsere Erkrankung jetzt vergleiche, oder die Tage, wo ich jetzt krank gewesen bin, muss ich wirklich auch sagen, dafür, dass ich jetzt 6 Tage krank bin und er ist 9 Tage krank, geht es ihm viel, viel schlechter als mir. Er steckt noch viel, viel mehr in der Erkältung drin als ich. Und wahrscheinlich hat ja auch das Medbed geholfen. Ja, ich fand es jetzt schade, dass ich es mit dem Meditieren nicht mehr probieren konnte, weil mein Mann hat gesagt, er hat so richtig mystische Erfahrungen gemacht in der Meditation. Das würde ich gerne auch noch ausprobieren und auch schauen, ob das Medbed auf mein Lungenlein eine gute Wirkung hat. Also wie gesagt, dafür, dass ich es nur einmal genommen habe, haben sich meine Symptome verbessert gehabt. Aber wahrscheinlich kann man auch gar nicht erwarten, dass nach 8 Stunden der Körper wieder vollkommen wiederhergestellt ist. Auf jeden Fall danke ich für die Möglichkeit, das Medbed benutzen zu können. Ja, ist noch nicht ganz weg, es hörte her.